Meine Damen und Herren, ich habe jetzt lange überlegt, wie ich dieses Eröffnungsstatement beginne. Sie sehen mich tief erschüttert, und der gestrige Tag war ein schwarzer Tag für die Landeshauptstadt Magdeburg und wird es wohl in der Geschichte jetzt immer bleiben an dieser Stelle. Ich weiß, dass das ein abgedroschener Spruch ist, aber unsere Gedanken sind natürlich bei den Opfern und bei den Verletzten. Sie können sich sicher sein, dass keiner in der Stadtverwaltung, mich inbegriffen, in der letzten Nacht gut geschlafen hat und die Gedanken permanent bei den gestrigen Vorfällen gewesen sind. Können Sie was zur Altersstruktur, männlich, weiblich, erwachsen, minderjährig? Zum aktuellen Stand reden wir über 205 Betroffene, Verletzte. Von den 205 reden wir über 5 Tote, 5 Opfer. Und wir reden über 41 schwer, teils schwerst Verletzte. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Zahlen immer noch im Fluss sind und sich ins Negative verkehren und beenden. Und dann ist es an der Kreuzung, wo letztendlich das Anschlagsszenario auch begann, ist es dann zu einer Situation gekommen, dass er sein Fahrzeug dort verkehrsbedingt anhalten musste und durch die Kollegen, die mit dem Schutz des Weihnachtsmarktes beauftragt waren, dort unmittelbar nachher gestoppt worden und aus dem Fahrzeug gesprochen worden und unmittelbar dann auch festgenommen worden. Wir reden von einem Zeitfenster von circa 3 Minuten. Wie gesagt, 19:02 Uhr war die Situation, dass wir diese Mitteilung über den Notruf erhalten haben. Und um 19:05 Uhr kam es dann zu der Situation, dass die Lage durch die Polizei stationär gehalten worden ist und der Täter festgenommen worden ist. Und nach derzeitigem Stand gehen wir auch davon aus, dass es sich hier bei dem Täter um einen Einzeltäter handelt. Hinweise zum Stand der Ermittlungen, die wir jetzt haben, schließen einen zweiten Täter hier aus. Und nach Abschluss der Vernehmungen wird dann entsprechend auch ein Haftbefehl gegen den Täter beantragt werden. Und anschließend werden wir dann ihn in der Justizvollzugsanstalt verbringen, das Verfahren weiter befördern. Gegenwärtiger Stand des Tatvorwurfs wäre praktisch 5-facher Mord bislang, weil wir eben 5 Verstorbene haben, und 205 Mal versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Das ist das, was dem Täter gegenwärtig, oder dem Tatverdächtigen besser gesagt, gegenwärtig zur Last gelegt wird. Das ist genau die Frage, die nach der Motivation des Täters, und die sind wir gegenwärtig dabei zu klären. Was ich für möglich halte, spielt keine Rolle, sondern was eine Rolle spielt, ist das, was ich im Ergebnis ermitteln werde. Das kann ich Ihnen aber jetzt gegenwärtig noch nicht sagen. Ich kann zur Motivation des Täters so viel sagen, dass nach gegenwärtigem Stand sieht es so aus, dass Hintergrund der Tat, wie soll ich das jetzt formulieren, Unzufriedenheit mit dem Umgang mit saudi-arabischen Flüchtlingen in Deutschland gewesen sein könnte. Aber was da jetzt tiefer hinter sitzt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Sehen Sie es mir bitte nach. Wir müssen da jetzt noch das Umfeld des Täters ausleuchten. Das können wir innerhalb der Zeit bislang noch nicht in der gewünschten Tiefe präsentieren. Und kann schlussendlich auch er ist körperlich und medizinisch untersucht worden. Und die Ergebnisse haben wir noch nicht vorliegen. Insofern ist das jetzt spekulativ. Und der war polizeilich nicht auswendig, weil er sehr viel auf X gepostet hat. Das ist auch noch jetzt Bestandteil der Ermittlung. Wir sind zutiefst betroffen, wir sind zutiefst zerstört. Und
Natürlich gibt es für den Magdeburger Weihnachtsmarkt ein Sicherheitskonzept, das ständig überarbeitet und modifiziert wird. Zuletzt ist es im November, am 24.11. vor der aktuellen Saison modifiziert und auch verschärft worden, vor dem Hintergrund der Messerattacke in Solingen. Wie es zu diesem Fall jetzt kommen musste, muss polizeilich erstmal aufgearbeitet werden. Da werde ich mich nicht in Spekulationen ergehen. Aber Sie können versichert sein, dass wir das Sicherheitskonzept, das wir permanent fortschreiben, auch dann wieder fortschreiben werden, wenn wir mit den Kollegen von der Polizei zu einer Auswertung gekommen sind. Die Stadt Magdeburg hat aufgrund der gestrigen Vorfälle die Entscheidung getroffen, den Weihnachtsmarkt für dieses Jahr, ich denke, das dürfte selbstverständlich sein, zu beenden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich verbinde den Weihnachtsmarkt mit Glühwein, mit Bratwurst, und gestern sind auf dieser Fläche Menschen gestorben. Andere kämpfen um ihr Leben, und man kann dort keinen Weihnachtsmarkt mehr durchführen dieses Jahr. Ich weiß, dass es Stimmen gibt, die sagen, dass man damit im Grunde genommen der Tat nachgibt. Ich persönlich sehe es als Pietät vor den Opfern an, den Markt nicht mehr zu öffnen. Ich gebe keine weiteren Auskünfte. Ich habe alle Fragen beantwortet. Ich gehe mal kurz hinten aus zu meiner Frau. Ich komme gleich.